aber er ist nicht wie andere Männer. Du hast das alles nur für uns getan, damit wir ein besseres Leben haben. Und was ist, wenn Mama die Wahrheit erfährt? Nein, Lina. Mama darf das niemals erfahren. Wenn sie es herausfindet, wird sie daran zerbrechen. Sie würde das niemals verstehen. Versprich mir, dass du ihr nichts sagst. Ich verspreche, ich werde meiner Mutter nichts davon erzählen. Sarah. Jetzt kenne ich deinen wunden Punkt. Ich werde dich finanziell maximal ausbeuten. Das ist das neue Haus deiner Familie Sarah. Deine Mutter und deine Schwester werden ab jetzt hier leben. Dieses Haus ist wunderschön. Es ist ein sehr schöner Ort. Meine Mutter wird sich hier wohlfühlen. Und das ist noch nicht alles. Ich habe mit den besten Ärzten der Stadt gesprochen. Sie werden hierher kommen, um deine Mutter zu behandeln. Ich werde alle ihre Kosten übernehmen. Danke, Papa. Das ist sehr lieb von dir. Außerdem wurde deine Schwester am City College aufgenommen. Es ist das beste College der Stadt. Ihre Studiengebühren sind bereits bezahlt. Noch einmal danke. Du hast dein Versprechen gehalten. Deine Familie wird außerdem jeden Monat 5.000 Euro bekommen. Das Geld ist für ihre Ausgaben bestimmt. Ich weiß gar nicht, wie ich dir dafür danken soll. Du hast mir bereits gedankt. Du hast meinen Sohn geheiratet. Ich vertraue dir. Ich weiß, dass du dich um ihn kümmern wirst. Du wirst ihn nicht verlassen oder ihn betrügen. Ich verspreche es. Ich stehe voll und ganz zu ihm. Ich werde Pedros beste Freundin und Ratgeberin sein. Ich werde ihm mein ganzes Leben lang treu sein. Ich brauche einen soliden Plan. Eine Möglichkeit, in Sarahs Haus zu kommen. Dann kann ich so viel Geld bekommen, wie ich will. Aber wie? Denk nach, Klaus. Denk nach. Ja. Ich habe eine gute Idee. Ich werde das ganze Geld bekommen, das ich brauche. Hallo, Herr Müller. Hallo Klaus. Was machst du hier? Ich bin gekommen, um Sarah zu treffen. Natürlich. Sie ist im Garten mit Pedro. Ich gehe jetzt ins Büro. Klaus? Was machst du hier? Ich brauche deine Hilfe. Wobei? Ich kann dir nicht helfen. Bitte geh. Du musst mir helfen, Sarah. Sonst erzähle ich deiner Mutter, dass du einen Idioten geheiratet hast. Bitte sag das nicht. Meine Mutter ist schwach. Sie wird das nicht verkraften. Was willst du? Nur einen kleinen Gefallen. Ich brauche einen Job. Es gibt genug Jobs da draußen. Warum brauchst du ausgerechnet meine Hilfe? Niemand will mich einstellen. Ich kenne mich mit Computern nicht aus. Ich habe keine Erfahrung. Ich brauche einfach nur einen Job. Was für eine Arbeit kannst du machen? Alles. Ich kann das Haus putzen. Ich kann dein Fahrer sein. Du weißt, dass ich fahren kann. Na gut. Ich rede mit Papa. Dann sage ich dir Bescheid. Danke, Sarah. Du bist sehr nett. Ich komme morgen wieder. Sarah, lass uns Zeichentrickfilme schauen. Pedro, es ist Zeit zum Mittagessen. Ja, los geht's. Ich habe großen Hunger. Nach dem Mittagessen schauen wir die Zeichentrickfilme.
Papa, ich habe nachgedacht. Wir brauchen einen Fahrer und eine Haushaltshilfe. Und warum brauchst du das, Sarah? Ich kann nicht Auto fahren. Ich möchte Pedro ins Einkaufszentrum bringen. Vielleicht können wir manchmal an den Strand fahren. Ich liebe das Einkaufszentrum. Ich werde jede Menge Spielzeug kaufen. Sei ruhig, Pedro. Und konzentrier dich aufs Essen. Erzähl weiter, Sarah. Ich höre dir zu. Vielleicht können wir manchmal an den Strand fahren. Dafür brauchen wir meiner Meinung nach einen Fahrer. Und die Haushaltshilfe kann uns im Haushalt helfen. Dann kann ich mehr Zeit mit Pedro verbringen. Da hast du vollkommen recht, Sarah. Wir brauchen tatsächlich einen Fahrer und eine Haushaltshilfe. Ich werde morgen eine Anzeige in die Zeitung setzen. Mein Cousin Klaus sucht eine Stelle als Fahrer. Er ist auch gut im Haushalt. Wenn du einverstanden bist, kann ich ihn fragen. Vertraust du ihm selbst, Sarah? Sarah, ich habe dich etwas gefragt. Vertraust du ihm oder nicht? Ich vertraue ihm. Gut. Sag ihm, dass er morgen anfangen soll. Hallo Mama. Wie geht es dir? Mir geht es gut, Sarah. Gefällt dir das neue Haus? Dieses Haus ist wunderschön. Hast du nur geheiratet, um uns ein schönes Haus zu schenken? Nein, Mama. Es ist ein Geschenk von meinem Schwiegervater. Er schenkt anderen Menschen einfach gerne etwas. Das ist keine Wohltätigkeit. Wo ist dein Mann? Lass mich mit ihm reden. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen. Er ist im Büro. Er ist sehr beschäftigt. Er kommt spät nach Hause. Bleib glücklich, mein Kind. Ich hoffe, du wirst ein schönes Leben haben. Ich führe ein glückliches Leben, Mama. Nimmst du deine Medikamente pünktlich? Ja, mir geht es besser. Die Ärzte kommen zu mir nach Hause und untersuchen mich. Ich bin deinem Schwiegervater dankbar. Werd einfach wieder gesund, Mama. Dein Glück ist mein Glück. Gute Nacht, Mama. Komm schon, Pedro. Es ist Schlafenszeit für dich. Okay, Sarah. Klaus, du wirst Sarahs und Pedros Fahrer sein. Du wirst ihnen außerdem im Haushalt helfen. Ja, ja. Ich werde mich um alles kümmern. Sarah, erklär ihm, was er zu tun hat. Ich gehe jetzt ins Büro. Okay, Papa. Gute Arbeit, Sarah. Papa hat dir den Job gegeben, weil ich dir vertraue. Enttäusch ihn nicht. Ich werde niemandes Vertrauen enttäuschen. Ich verspreche es. Geh und hol Pedro aus dem Garten. Es ist Zeit für sein Frühstück. Hey Pedro. Ich wollte dir etwas sagen. Sarah ist sehr wütend auf dich. Sarah ist wütend? Warum? Du gibst ihr kein Geld zum Shoppen. Oh, stimmt. Ich habe ihr kein Geld gegeben. Du solltest ihr Geld geben. Frauen lieben es, shoppen zu gehen. Aber ich habe kein Geld. Aber dein Vater hat Geld. Sag mir, wo bewahrt er es auf? Er bewahrt es im Safe auf. Er steht in seinem Zimmer, aber er ist abgeschlossen. Und wo sind die Schlüssel? Ich weiß es nicht. Papa erzählt mir nichts von solchen Dingen. Du Idiot. Kannst du mir überhaupt nicht helfen? Ich habe gesagt, es ist Zeit für Pedros Frühstück. Komm, Pedro. Frühstücke. Ich will Geld. Ich will es so schnell wie möglich.
Sarah, hier sind 1 Million Euro. Bewahr sie gut auf. Ich hole sie später wieder ab. Ich bin spät dran und muss ins Büro. Klar, Papa. Ich werde sie an einem sicheren Ort aufbewahren. 1 Million in bar. Das wird mir gehören. Ich muss sehen, wo Sarah sie hinlegt. Hier ist die Tasche sicher. Es handelt sich um Papas Zimmer. Und niemand darf es betreten. Hier, meine liebe Sarah. Was machst du hier, Klaus? Beruhige dich, Sarah. Ich muss mit dir reden. Was willst du? Ich will nicht mit dir reden. Sarah, wir lieben uns schon lange nicht mehr. Komm, gib mir einen Kuss. Was? Bist du verrückt? Klaus, ich bin jetzt verheiratet. Siehst du das nicht? Was für eine Ehe? Du bist nicht wirklich verheiratet. Du hast nur ein Kind, um das du dich kümmern musst. Er ist nicht dein Ehemann. Er kann dich nicht lieben. Liebe ist nicht nur körperlich. Liebe ist viel größer, als du denkst. Das ist mir egal. Komm, lass uns miteinander schlafen. Komm zur Vernunft. Wenn du das noch einmal versuchst, sage ich es Papa. Er wird dich sofort hier rauswerfen. Ich fliege für 2 Tage nach Paris. Ich komme am Dienstag zurück. Sarah, kannst du dich um Pedro kümmern? Natürlich, Papa. Ich bin seine Frau. Ich kann mich um Pedro kümmern. Du kannst beruhigt fahren. Gut. Gibt es etwas, das du aus Paris haben möchtest? Ich weiß nicht. Bring einfach etwas mit, das dir gefällt. Das ist meine Gelegenheit. Das wird ein Spaß. Ich fahre jetzt zum Flughafen. Pedro, ärgere Sarah nicht. Tu, was sie sagt. Wenn du dich wie ein braver Junge benimmst, bringe ich dir Schokolade mit. Ich werde ein braver Junge sein, Papa. Bring ganz viel Schokolade mit. Ich bin in 2 Tagen wieder da. Pedro ist deine Verantwortung, Sarah. Ja, Papa. Ich versichere dir, dass ich mich um ihn kümmern werde. Herr Müller ist weg. Jetzt ist es Zeit für meinen Plan. Marco, mein Freund, tu mir einen Gefallen. Sag mir, was du willst, Klaus? Ruf meine Freundin Sarah an. Und sag ihr, dass du der Arzt bist, der ihre Mutter behandelt. Bitte sie, ins Krankenhaus zu kommen und ihre Befunde abzuholen. Sag, was du sagen musst. Ich will, dass sie von hier wegkommt. Okay, Klaus. Ich mache es sofort. Hallo. Wer spricht da? Frau Sarah, ich bin Dr. Marco. Bitte kommen Sie umgehend ins Krankenhaus. Sie müssen die Testergebnisse Ihrer Mutter abholen. Aber ich kann jetzt nicht kommen. Sie müssen sie heute abholen. Es ist dringend. Ich möchte außerdem noch etwas mit Ihnen besprechen. In Ordnung, Doktor. Ich komme sofort. Was soll ich tun? Ich kann Pedro nicht hier allein lassen. Vielleicht kann Klaus auf ihn aufpassen. Pedro, ich bin in 2 Stunden wieder da. Klaus wird auf dich aufpassen. Sei ein braver Junge. Okay, Sarah. Komm bald zurück. Klaus,
Bitte hilf mir. Was ist passiert, Sarah? Ich muss die Befunde meiner Mutter abholen. Ich bin in ungefähr 2 Stunden wieder da. Pass auf Pedro auf. Keine Sorge. Nimm meinen Roller. Danke. Ich werde mich nicht verspäten. Pedro, weißt du, warum Sarah gegangen ist? Sie ging ins Krankenhaus, um etwas abzuholen. Sie ist gegangen, weil sie wütend auf dich ist. Warum? Was habe ich getan? Du hast nichts getan. Genau das ist das Problem. Was meinst du damit? Ich meine, weil du kein Mann bist. Du bist ein Kind. Frauen mögen Männer, keine Kinder. Und was soll ich tun? Ich kann dir helfen, ein Mann zu werden. Wirklich? Kann ich ein richtiger Mann sein? Ja. Komm mit mir. Was ist das? Ich trinke kein Bier. Das ist kein Bier. Das ist normaler Saft. Dieser Saft wird dich zu einem Mann machen. In Ordnung. Ich möchte ein richtiger Mann sein. Aber er ist etwas sauer, also trink ihn schnell. Dieser Saft schmeckt anders, aber ich fühle mich gut. Trink weiter und leer die Flasche aus. Ich bin gleich wieder da. Okay? Okay. Ich werde ihn trinken. Ich werde ein Mann. Sarah wird mich lieben. Es ist Zeit, dieses Geld zu nehmen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.